Hallo hier oben. Hallo Hausbauhelden. Habt ihr Lust mit mir zusammen eine total süße kleine Ferienlocation in Deutschland anzuschauen? In dieser Stelzenhütte hier gibt es einiges zu entdecken. Wir schauen mal zusammen. Ab 7. März 2025 erscheint unser Hausbauhelden-Magazin zum ersten Mal als interaktives, multimediales Digitalmagazin. Hier bekommt ihr genau die Informationen, die ihr für die gute Planung und zum erfolgreichen Bau eures Traumhauses benötigt. Alle Infos zu euren Fragen einfach per Suchfunktion finden. Keine QR-Codes mehr einscannen, sondern direkt klicken und spannende Podcasts und Videos zum Thema finden. Sorgfältig recherchierte Ratgeber von unserer erfahrenen Fachredaktion lesen. Mit übersichtlicher Archivfunktion, verständlich, auf den Punkt und unterhaltsam. Und das Beste, für euch ist das neue Digitalmagazin kostenlos. Klickt mal rein unter www.hausbauhelden-magazin.de. Michael, wir stehen vor deiner Stelzenhütte direkt an der Donau. Bitte erzähl mir was zu dieser Hütte, zum Bau und wie das entstanden ist. Die haben wir begonnen, die Planung im Sommer 2020. Da haben wir dann die Hölzer so langsam auch bestellt aus den Wäldern, aus dem Sägewerk und haben die dann auch entrindet, geschliffen und geölt. Und dann der Bau ging dann am 1. November los. Eine Woche lang mit einem Zimmermannsmeister, der hat auch die ganze Grundkonstruktion mitgeplant von der Dimensionierung dieser ganzen Balken und dass das auch alles stehen bleibt, auch wenn es hier mal richtig stürmt. Das kommt öfters vor. Und dann der erste Aufguss war dann am 24. Dezember 2020. Also Aufguss, das heißt, es ist eine Sauna. Man kann aber auch drin wohnen als Romantiknest. Ja, im Winter ist es eben öfters eine Sauna. Da ist sie ganz gut gebucht und klar, wenn es langsam wieder schön wird, so wie heute, kommt ja langsam das Gefühl dann zum Übernachten und im Sommer ist es dann in der Regel ein Übernachtungsnest, wo die Leute von überall herkommen mit dem Köfferchen hier aus der Stadt oder auch wirklich bis hin irgendwo aus der Welt. Ja, dann gucken wir uns das doch mal an. Schauen wir doch mal rein. Gerne, gut. Folgt mir. Wir sind hier in einer Holzhütte. Gibt es hier überhaupt Strom? Wie wird hier geheizt? Wie läuft es? Genau, es gibt schon Strom, also die ganze Hütte hat tatsächlich ein kleines Stromkabel, das man aus einer normalen Steckdose kennt. Mehr braucht man nicht. Man sieht ja hier auch ein paar Spots an der Decke, also das heißt, den Strom brauchen wir momentan oder eigentlich hier nur fürs Licht, für ein bisschen Musik in der Hütte geheizt, die eigentliche Energie. Die Wärme dann in der Sauna oder im Übernachtungsnest, das kommt natürlich dann vom Holz her, das heißt, wir heizen die Hütte komplett nur mit Holz. Dann würde ich sagen, ich glaube, es ist auch warm drin schon. Ja. Ist nämlich ein bisschen frisch heute. Ja, schauen wir mal rein. So. Schön warm auf jeden Fall. Ja, und schön sonnig. Und schön sonnig, wir haben richtig Glück. Michael, erzähl uns ein bisschen was. Jetzt sieht man hier ja ein bisschen mehr zu der Bauart auch und kann ein bisschen was dazu sagen. Ja, genau. Also hier sieht man von innen die ganze Natürlichkeit der Hütte. Man sieht hier oben die sogenannten Modelbalken. Das sind Rundholzbalken, die seitlich ihre Rundholzform noch behalten haben. Und oben und unten ist es praktisch abgeschnitten auf die gleichmäßige Stärke, um dann zum Beispiel auch gleichmäßig das Dach drauf zu packen. Genau, und schaut ja, finde ich, wunderschön aus. Das ist eben besonders, klar, kriegt man auch so nicht von der Stange. Das heißt, das ist einfach wirklich was man dann einfach selber machen muss. Genau, ja, ansonsten, klar, das haben wir uns inspirieren lassen, egal ob das hier so Vorhänge sind mit Holzdübeln praktisch. Und ganz schön, hier sieht man es jetzt auch, wo die Sonne gerade drauf geht. Das ist hier, haben wir schon viel verbaut, Lehmputz. Auch mit Zirbenholzspäne innen drin. Die gibt auch einen ganz tollen Geruch ab, die Zirbenholzspäne. Also wir haben insgesamt eine Vierteltonne Lehm hier in der kleinen Hütte verbaut. Und der speichert die Wärme nach und nach, egal ob das jetzt die Sonne ist, die drauf strahlt oder dann, wenn man hier am Holzofen einschürt. Und die Wand, die nimmt zum einen die Feuchtigkeit beim Saunieren ganz, ganz toll und schnell auf und gibt nach und nach wieder ab. Also wir haben hier drinnen in der Sauna nie beschlagene Scheiben, obwohl man das eigentlich so von der Sauna nicht kennt. Und ja, ganz viel Biberholz, egal ob es hier auf dem Tisch ist, weil hier haben wir natürlich auch einen Biber an der Donau oder mehrere. Das heißt, da sieht man ganz tolle Zahnspuren und das Holz sammeln wir immer ein und verbauen wir überall, egal ob das dann hier als Deko kommt oder am Bett.
Wie viel müssen wir umbauen, dass man saunieren kann? Ja, wir brauchen tatsächlich nur um die circa Viertelstunde, 20 Minuten und dann ist aus diesem ganzen Übernachtungsnest richtig tolle Sauna für 6 bis 8 Personen geworden. Hier ist ja keine Toilette und auch keine Küche. Was machen wir denn da? Da muss man dann rüber ins Haus schauen und das zeige ich euch dann gerne auch sofort, wenn wir rübergehen. Dann würde ich sagen, wir gucken uns das noch an. Hier haben wir jetzt unsere Küche, die für die Gäste in der Hütte zur Verfügung steht. Hier ist Holz drauf, die Kieselgriffe. Hast du die selber gebaut? Nehme ich an, wahrscheinlich. Also die Küche selber nicht. Die ist natürlich, das ist nur eine Standardküche und wir haben es tatsächlich gepimpt mit diesen Altholzfronten und haben wir extra matt so lackiert. Und klar, den Steinknauf haben wir extra nur mit drauf gemacht und dann Altholzbalken. Man sieht es zum Teil nur an alte Löcher, wie hier zum Beispiel. Da war mal früher wohl ein Nagel drinnen gesteckt. Und die kann man so, eigentlich überall kaufen mittlerweile. Sogar habe ich es auch schon im Baumarkt gesehen, solche Altholzbretter. Und die sind jetzt dünn, also so ungefähr für alle, die es nachmachen wollen. Das ist jetzt so eine Stärke von 5-6 mm Dicke und dann einfach mit einem guten Kleber drauf. Und die ist jetzt auch nur lackiert. Das ist manchmal in Küchen nur ganz wichtig, wie bei uns hier auch, damit man es einfach auch gut abwischen kann. In matter Lack, genau. Dann zeige ich dir jetzt mal noch drüben. So, und hier sind noch unsere Toiletten und die Dusche. Okay, kannst du uns hier auch noch ein paar Details zeigen? Wahrscheinlich hast du ja auch wieder das meiste selber gemacht. Eines unserer Details sind zum Beispiel der Toilettenpapierhalter. Der ist selber gebaut aus Zirbenholz und dann einfach als Halter so ein Ast durchgeschoben. Genau. Ein weiteres Detail hier in der Toilette und Dusche ist unsere Decke, die zum Teil aus Zirbenholz und zum Teil aus Weidenmatte besteht. Ein weiteres tolles Detail ist in der Dusche die Duschtüre aus Zirbenholz. Zirbenholz wirkt antibakteriell, ist sehr harzig, nimmt Wasser in der Regel ganz schlecht auf und müssen wir 1-2 Mal im Jahr eigentlich nur anschleifen und frisch ölen und dann ist es tatsächlich für ganz viele Duschgänge wieder ganz frisch und toll und sehr pflegeleicht. So, ich hoffe, unser kleiner Kurztrip an die Donau hat euch gefallen. Wenn ihr mal wieder einen Kurztrip plant, dann speichert euch doch diesen Beitrag ab. Dann erinnert ihr euch an diese coole Stelzenhütte, kommt ihr vorbei und habt eine gute Zeit.